So Leute, willkommen zu einem neuen Stream. So, ich würde sagen, wir schalten mal rüber. Genau, heute ein bisschen Watch Party, dies, das, von den World Finals. Genau, ich fange jetzt erst an, dachte ich, dass wir auch später noch mal ein bisschen zocken können. Und ja, aktuell, wie gesagt, das zweite Halbfinale, STMN gegen SK Gaming. Ich habe jetzt für SK gewotet, weil die tatsächlich recht gut gespielt haben. STMN ist gerade soeben noch durch Last Chance Qualifier reingekommen. Aber genau, aktuell führt STMN, also es kann noch alles passieren, ne? Ich würde sagen, ich weiß nicht, ihr müsst mal reinschreiben, ob ihr den Streamton hören wollt oder nicht. Also von dem BrawlStars Game hier, von den World Finals. Könnte dann nicht so ganz gut mit der Musik matchen im Hintergrund, aber könnt ihr, wie gesagt, entscheiden. Brawl Talk soon. Ja, genau, am 9. Dezember müsste der neue Brawl Talk rauskommen. Ne, genau, ist richtig, dass man nichts hört. Soll auch so sein, aber deswegen frage ich ja, wie gesagt, ob ihr das lieber hättet, wenn ihr, sag ich mal so, Sound hört von den World Finals. So. Wie gesagt, ich habe auch so eine Fragerunde mal gestartet, ne? Heute mal, wie gesagt, hier die ganzen Tools ausgenutzt, die YouTube hier so anbietet. Könnt ihr auch einfach Fragen stellen, falls ihr irgendwie Fragen zum World Cup habt. Genau. Könnt ihr mir die dort oben einfach stellen. Eine Umfrage ist jetzt aktuell auch live. So. Ich kann mal tatsächlich ein bisschen Ton anmachen. Ich würde dann mal die Musik einfach ausmachen. Ich glaube, das müsste so passen. Ist nicht zu laut. Ja, konzentrieren wir uns mal aufs Game jetzt hier, ja. Man hat auf jeden Fall gemerkt, also Rosa insgesamt im gesamten Verlauf des World Cups sehr beliebter Brawler tatsächlich. Einfach wegen dem Hypercharge an das OP, ne? Auch 8-Bit sieht man sehr oft. Also, das sind schon, die kommen schon sehr häufig vor, die Brawler. Wurden sehr häufig gepickt. Ich muss sagen, ich war tatsächlich für Crazy Raccoon. Die haben es jetzt leider nicht geschafft. Okay, mal gucken. Einmal kurz abwarten. Okay, SK hat es geschafft. Rasten hier komplett aus und ich rede hier ganz entspannt. Hoop Display, welcome in the stream. But SK Gaming stayed firm, stayed in the zone and got that 100% done. STMN now behind in Ring of Fire. Ja, also ihr seht schon, ne, das wird sehr knapp. Also ich habe wie gesagt auf SK Gaming getippt, aber ich war mir da auch wirklich nicht sicher. Ich hätte es STMN, weiß nicht, ich hätte es mir bei denen so genauso gut vorstellen können. Okay. Ja, jedenfalls, ich war jetzt am Anfang für Crazy Raccoon. Hätte es den sehr, sehr gerne gegönnt. Aber man muss ehrlich sagen, die haben halt gegen Zeta einfach falsche Picks genommen, ne? Vor allem am Ende, im letzten Game, falls ihr das gesehen habt, der Jackie-Pick. Auf so einer Map kann man keine Jackie nehmen. Vor allem nicht gegen diese Comp. Also man kann schon Jackie nehmen, vor allem mit Hypercharge, aber nicht gegen diese Comp. Ist anders was schief gelaufen, weiß ich nicht.
insgesamt die Picks und so, ich glaube, das hat die am Ende zerstört, weil definitiv die Spieler von Zeta haben definitiv weniger Skill. Also, wir haben da einen World Champion und einen zweifachen World Champion im Team von Crazy Raccoon. Ja, sind jetzt leider raus. Finde ich schade, aber was soll man machen? Ich könnte es jetzt tatsächlich auch eher STMN, auch wenn ich SK gewählt habe. Aber ich würde es jetzt einfach STMN gönnen, vor allem weil das letzte nicht-europäische Team ist. Sonst gewinnt die World Cups meistens immer nur so ein europäisches Team. Weiß nicht. Mal was anderes, ist auch gut. Ich bin schon durch, ich habe schon 3000 Punkte. Deswegen gucke ich das mit euch auch hier auf YouTube, finde ich. Ist ein bisschen entspannter. Die Webseite hatte einige Lags. Ja. Wir holen uns später, wie gesagt, auch nochmal ein paar Star-Drops ab. Und den einen Hypercharge, den ich bekommen habe. Können wir uns gerne später nochmal abholen. Oder später gibt es auch nochmal ein bisschen Gameplay. So. Ja, iChaos hat auch im gesamten World Cup bisher sehr, sehr gut performt, muss man ehrlich sagen. Auch jetzt in den Quarterfinals vorhin. Er war auch wirklich andauernd, glaube ich, Man of the Match. Oder Spieler des Spiels, oder wie das heißt, weiß nicht genau. 33 Punkte. Okay, kriegst du, glaube ich, sogar noch dieses Match voll. Also nicht dieses Match, aber so im Halbfinale kriegst du es noch voll. Halt immer diese Umfragen unten rechts, wenn du auf der Webseite guckst, dieses Emote drücken. Okay. Ich glaube, das Set wird an STMN gehen, muss ich ehrlich sagen. Dominieren hier gerade schon ziemlich. Habe nur 900 Punkte, als ob. Ich glaube, das wird schwer mit dem Hypercharge, jetzt noch freizuschalten. Das nächste Emote, das 1000er kriegst du ja safe. 2000 auch nahezu unmöglich, glaube ich. Ja, ich glaube, so 1500 könntest du noch bekommen, theoretisch. Okay, nächster Sieg an STMN. SK Gaming in the dumps as STMN dominate them once more. Ring of Fire, very, very decisive. Almost 100% to 20, I think it was on that last one. And STMN running away with it. But we need to remind everyone that this is what happened yesterday with Foot Esports. When it got down to that third set, that's where we saw the rise of SK. Erstes Mal für dich? Okay, krass. Was ist im Geschenk drin? Wie meinst du im Geschenk? Ach so, oh mein Gott, du meinst das Geschenk unten, ne? Boah, ich sag dir ehrlich, ich glaube, da ist einfach ein Code für einen neuen Mortis-Skin drin. Safe. I've got to highlight Bobby again, and I was doing it all the way through. But that man on Bell, you've got to be scared of it. That man on any sharpshooter, should I say, is just so dangerous, and SK can't let it happen. So. It's just so convincing so far, but one singular draft, as we know, can be something of the weak moment in STMN's kind of 2-0 für STMN. Obwohl die Matches knapp sind, muss man ehrlich sagen. Also ist jetzt nicht so, dass es komplett einseitig ist. Selbst so ein 3-0, wenn man das manchmal sieht, ist wirklich manchmal knapper gewesen, als man denkt. Digga, ich muss ehrlich sagen, diese Sonnenbrille von Bobby sieht schon interessant aus. Value, Trav, that's what I feel about that.
OPI hat hier ein bisschen reingeschissen, würde ich sagen. Aber, naja, passiert, ne? Ja, da ist der Link für Danny Piper. Definitiv im Geschenk. Definitiv. So, Knockout. BrawlStars haben wir als nächstes. Ich glaube tatsächlich, dass wir die Map noch gar nicht gesehen haben bisher, oder? Ich weiß es nicht genau, aber ich kann mich jetzt nicht an Knockout erinnern. In den letzten Games. Ja, ich könnte mir, Nani ist aktuell auch ziemlich meta, könnte ich mir gut auf der Map vorstellen. Tick, genau, auch sehr abfuck. SK wird wahrscheinlich auch mit dem Werfer reingehen, vielleicht Sprout oder Grom. Auch wenn Grom jetzt eher nicht so meta ist. Danke dir, Patrex. But Tick, you know, he's going to be able to outrange it. Bobby, he's picked this Brawl because he knows how it operates. Going to be able to outrange Sprout, stay out of harm's way and keep them under control. Can constantly spam in these choke points. Also wie gesagt, so Nani könnte ich mir auch gut vorstellen. Genau, Archie auch sehr gut aktuell. Okay, Mandy haben die gesperrt. Gray auch. Ja, das Problem ist, dass Grom insgesamt aktuell nicht so in der Meta ist. Da ist Brawl tatsächlich sogar besser. RT definitely is a very, very strong brawler. There's a Sprout showing his face early. I don't know whether that's the right play, but it's going to provide Sprout, dachte ich mir. to consider how they want to deal with this. Yeah, I mean, it's a real tough one now. But I mean, Tick was first pick as well, so they've obviously had a bit of time to be able to counter out that. Kein Bell. Doch, Bell könnte ich mir auch vorstellen, tatsächlich. Wie geht's mir? Oh, mir geht's ganz gut, ne? Wenn Crazy Raccoon jetzt in den Finals wäre, würde es mir noch besser gehen, aber trotzdem gut. Okay, Piper. When can you ever not like a Piper Nani combo now as well to join this? Okay, Nani habe ich schon mit gerechnet. This is classic Brawl. I love this comp from ST Man. It's like my time machine works. I'm going back to the good old days, Trap. Yeah, it's like the literal bounty comp when Rico, glaube ich nicht tatsächlich auf der Map. Rico würde ich nicht nehmen. Ich nehme schon irgendwie Sniper, jetzt noch, als dritten Brawler, denke ich mal. Max, interesting. It's going to be either the most brilliant, smart thing SK have ever done, or it's going to be the nail in the coffin. Max is good into Piper, having that aggression. Tick is going to struggle when everything is in its face. Ja, also wie gesagt, wenn Max rankommt, ist sie sehr OP, ne? Aber das ist das Problem, sie muss erst mal rankommen, ne? Sie hat sehr wenig Range. Bevor die Max, Tick und Piper und so aggressiv reingehen könnte, da ist sie meistens schon dead, deswegen sehe ich jetzt nicht so, den Max-Pick. Aber mal gucken, weiß man nicht. Okay, hier direkt aggressives Gadget von OP. Okay, aggressive Brawl von iChaos. Aber man merkt, die gehen wirklich sehr aggressiv rein. SK hier. Aber das ist oftmals auch ein Fehler. Oftmals spielt man dann zu leichtsinnig, stirbt zu schnell, weil die Aggression einfach ein bisschen zu viel ist. Obwohl, Sa ist dead. Okay. Nani auch low HP. Okay, 3 gegen 1 sollten die haben. Erste Runde geht an SK. Das ist mein Lieblingsteam, wie gesagt, Tracy Raccoon, leider raus. Leider gibt es auch kein Profilbild und so von denen, aber ist halt auch noch ein etwas neueres Team. Das checke ich zum Beispiel nicht von Coolish, gibt es Profilbild, alles mögliche.
Sind nicht mehr beim World Cup mit dabei, so. Ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt noch so ein Team haben. Aber ja. Aber Yoshi könnte Probleme bekommen in der Form, aber die machen natürlich auch zu wenig Damage hier, Tick und Nani, als dass Yoshi hier wirklich in Gefahr ist. Oh, okay, jetzt wird es aber schwer. Jetzt wird es nämlich sehr schwer, auch wenn sie wenig Damage machen können. Yoshi, ja, okay. Wollte ich gerade sagen. Yoshi braucht die Hits, sonst wird es ziemlich schwer für ihn. Speed ready to go though, and that's going to be used on all three of them now. Trying to aggress, no phase shifts left though. He's not going to be able to tank anything. So. Oh, oh, sehr, sehr gut. Okay. Es wird jetzt sehr, sehr schwer für Yoshi. Yoshi can definitely still do this, but a good tap by Bobby resets that healing and keeps him even lower than he was before. Tick starting to move forward now as well, and obviously all supers are going to be used this round if they do get them, so if he gets his head, it might put the nail in the coffin for Yoshi and SK. Ja, Totem war ja jetzt leider schon ein bisschen früh raus. Okay. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, bei STMN finde ich einfach diese Trikots, ne, die sind so übergroß, finde ich einfach zu geil. Holger Röttger, willkommen im Stream. Okay. Ist gut, die reagieren auf die Aggression von SK. Max, auch wie gesagt, sehr aggressiver Pick. Ah, schau mal, Max direkt dead. Die reagieren sehr aggressiv auf die Aggression von SK und das ist halt auch der richtige Weg. Das ist nämlich sehr schwer. IK aus dem Sandwich, genau, und 3 gegen 1. Oh, oh, okay. Wichtige Hits. Und das Gadget hat dann ein bisschen gecarried. Gegen Tick ist machbar. P4, welcome in the stream. Didn't see you for a long time. Sar's got time on his side, the gas is yet to close in, but Yoshi getting dangerously low. He can't avoid every shot. Sar's going to have to choose now, so when he wants to bring up the head, and the HP coming back. Sobald Yoshi die Ulti used, ist eigentlich Schluss, ja. Okay. Was machst du später im Stream? Wahrscheinlich ein bisschen Testspiele mit euch zocken. Ja, vielleicht ein paar 1v1s. P4, do you have already 3000 points? He's got to do something similar now. Bobby on this right hand side and the 1v1 against him. Chaos struggling down the mid again. Pete ready to jump as well. OP takes a big shot. Kann eigentlich nicht an meinem Internet liegen. Liegt wahrscheinlich an der Übertragung von den World Finals, weil ich habe gerade wirklich perfektes Internet. 200 Download. Ist okay. Keeps there, no, Chaos low as well. SK have got a tread caution, yeah, and they don't. Star finds Chaos. OP though going to try and push this aggression. Sans is there for helping hand. It's still 3 versus 2. Jetzt wird schwer für SK. Okay. Das war's mit SK. STMN ist weiter. Ich glaube nicht, dass SK hier noch irgendwas machen kann. Also. Gut, ich meine, es ist noch nichts verloren, aber jetzt wird es wirklich sehr, sehr schwer für SK. Man könnte sagen, eine falsche Bewegung und SK ist raus, ne? Vor allem, weil sie eine sehr aggressive Com spielen und aggressiv können sie sich jetzt vor allem nicht mehr erlauben. Oh, nochmal das Gadget gedodged. Sehr, sehr close.
Wirklich sehr, sehr close. Oh, okay, okay. Wichtiger Hit hier. Oh, okay. Ja, das ist verloren. Das meinte ich, STMN ist weiter. GG's auf jeden Fall. Oha, der Arme. Okay. GG's auf jeden Fall. Also war knapper als man denkt, das meine ich halt. Toll, 10 Sekunden, als ob das geht. The battle of the ages up next. But you've got to feel for SK. Their run has been magical at this World Finals. Out in third to fourth. And year after year, we see them exit the competition early. They've made their point in 2023. Stream hat 4,5 Sekunden Verzögerung. Nochmal kurze Info. Das heißt, heute extra live, ja, damit ihr nichts verpasst. Drei K-Punkte. Oha, nice. GG. Gut, ich würde sagen, 10 Minuten. Da können wir kurz was anderes machen. So, ich würde sagen, ich sorge kurz dafür, dass wir hier nochmal ein bisschen BrawlStars zocken für die 10 Minuten. So. Okay. Ist jetzt alles gehen. Also, wir haben ein paar Belohnungen. Genau, hier nochmal 100 Bling. Holen wir uns ganz kurz ab. Auf entspannt. Für die paar Minuten werde ich jetzt nicht nochmal Mucke anmachen. Ich hoffe, es stört euch nicht. Jedenfalls haben wir hier auch noch ein paar Star-Drops. Erstmal den Pin. Auch wichtig. Weiß nicht, warum ich den so spät bekomme, aber ja. Sehr, sehr spät. So, dann nochmal Star-Drops. Nummer 1. Okay, erstmal nix. Schade. Nummer 2 auch nix. Weiß nicht, ich habe das Gefühl, aus denen zieht man nix. Ist ja mal vorprogrammiert, dass die alle selten sind. Ja. Und nochmal ein Hypercharge. Spamt nochmal rein, was ihr glaubt, für wen wir den Hypercharge bekommen werden. Ich glaube jetzt tatsächlich für, dass wir den für, Charlie bekommen, tatsächlich. Einfach, weil ich die jetzt schon hoch habe und ich diesen Hypercharge 0 brauchen werde. Aber, naja. Jessie wäre auch unnötig. So Rosa würde ich mich freuen. Lou würde ich mich auch sehr freuen. Das wären so die wichtigsten, sag ich mal. Aber mal gucken. Also, 3, 2, 1... Oh, okay, Stardrop sogar. Okay, cool. Sehr nice. Nee, David jetzt nicht. Sehr, sehr nice. Okay. Hypercharge, Stardrop. Wichtig und richtig. Ich würde sagen, wir gucken, was drin ist. 3, 2, 1, let's go. Und von Maisie. Okay, ist auch okay. Ist solide. Von Maisie ist, so würde ich sagen, oberes Mittelfeld. Ist okay, kann man machen. Will ich mich auf jeden Fall nicht beschweren. So, auch wenn ich so schon ein bisschen höher habe, aber ist okay. So, wie gesagt, ich gucke jetzt noch mal ganz kurz, wie weit die schon bei den Finals sind, wann die beginnen. Okay. Ungefähr noch 6 Minuten. Dann müssen die erst noch picken und alles. Also, ich würde sagen, wir können uns hier noch mal ein bisschen Zeit lassen. Weiß nicht, ich kann auch noch mal kurz Mucke anmachen. Lohnt sich eigentlich nicht so richtig, aber
Egal. Rein damit. So, wir können mal kurz, weil ich glaube, ein richtiges Game werden wir nicht mehr schaffen, hier reinschauen. Weiß nicht, ob ihr das auch ab und zu macht. Ich finde das ehrlich gesagt ganz cool. So. Okay, das wollte ich jetzt nicht unbedingt sehen. Können wir ins Buch gucken? Okay, neuer Eintrag. 27. Bin ich immer ganz spannend hier, die Einträge. Aber ja. Weil es tatsächlich erst der 26. Aber okay. Bullspray aus Stardrop. Oha, sehr nice. GG's. Hier ein bisschen Kaffee verschüttet, man kennt's. So viel dazu. Wir haben auch bald Mega-Drop hier erreicht. 20 Star-Drops. Wichtig und richtig. Ich wollte die ja immer im Stream öffnen, sage ich euch ehrlich, aber ich weiß halt nicht, ob die so lange halten, ne? Nicht, dass sie dann auf einmal so weg sind oder automatisch geöffnet werden. Automatisch wäre sogar noch okay, aber wenn die so weg sind, das ist so, weiß ich nicht. Bisschen frustrierend. Digga, der Name von dem. Warte mal. Der Name. Solo Showdown. Perfekt. Okay. Flugfantasie ist jetzt nicht die geilste Map zum Pushen. Weiter Flur ist ganz cool. Und die Eliminierungsmap auch. Ja. Kann ich FL. Wie gesagt, ihr könnt mich einfach adden. Die ID steht hier, müsst nur darauf achten, wenn ihr länger als 4 Tage offline seid, dann muss ich euch leider kicken, weil die FL immer voller wird. Man kennt's. So, okay, bei ihm sind auch die Belohnungen noch nicht angekommen, man kennt's. So. Ich würde sagen, wir gucken noch mal rein, wie lange das mit den World Finals hier dauert. Oh, ganz wichtig, wir müssen schnell reinschauen. Do you want Miko for free? Was? Digga. Well, Frank, Wichtiges we can't verpasst. really argue with the community, Yeah. so I guess that's settled. Miko will be free in our Brawley Days update in December, on 14th of December. Free Brawler. Am 14. And now, Dezember without further Free ado, Brawler. It's time for the finals. Zeta Division versus STMN Esports. Enjoy everyone and see you soon. Bye. Enjoy. Miko for free, but who can say no to that? Frank took a lot of convincing there, mate. Yeah, good job holding the line for your bottom line, Ein Affe mate. for free. Great to see that, of course, and can't wait to jump in the game and Neuer get my hands Brawler, on neuer that new Affenbrawler brawler for for free. That's right, everybody. With that said, with that excitement building for that moment, we've got another one coming up here. Not since 2019 has EMEA hoisted a BrawlStars World Championship. And not since ever has North America had that honor. Today, it'll be one of those outcomes, Ark, and either one makes Ich for hoffe an incredible tatsächlich, story. dass SCMN hier gewinnt. In the front row in 2019 Immer nur Europa ist when langweilig, Tom man kennt's Cerulean and Spen lifted gold for EMEA. Nee, hätte ich jetzt nicht gedacht, ist ein bisschen random. Aber Aber anscheinend neuer Affenbrawler, ja. Der ins Game kommt, man hat eben noch, wir können ja mal, schau mal, wir können ja mal kurz zurückspulen, weil Could have asked for a better grand final. I think people were starting. ist ja jetzt eh nicht so wichtig, was da jetzt kommt. Die reden ein bisschen, bis es losgeht, damit wir nichts verpassen. Ne? I mean, you can't write him out the MVP.
So, einmal kurz vorspulen. Hi everyone. Hey. So. Ich hoffe, ihr hört alles. Jetzt halte ich mal die And Klappe. welcome to almost a Brawl Talk. So Miko is the newest brawler coming in December for our Brawly Days update. And he's the third member of the Brawlywood trio, together with Lola and Gray. He believes he's a big shot in the movie industry, but in Joshua, reality, BrawlStars, willkommen he's the Stream. monkey holding the boom mic behind the scenes. And he's the first brawler that jumps with his main attack. He's immune while in the air, and when he lands, he deals damage. In the hands of a very skillful player, he can dodge a lot of attacks. Yeah. But he doesn't have a lot of HP, so you have to be really, really careful while playing him. And with his super, he jumps into the sky, and then you can only see his shadow. And you can control his shadow, and when he lands, he deals massive damage. And Miko will be coming to the game in December with the mythic rarity. That's right. Ein And mythischer, together with Miko, kostenloser we also Brawler. have Hello. Hi. Ganz wild. Can you hear me? Hi, I'm here. Hello, guys. Is that Paula? that's Yes. Paula, yeah. Sorry to interrupt. I'm really sorry, but I really needed to ask something. Do you remember how cool it was releasing Edgar for free in the Brawly days? Wie gesagt, Free Brawler. Because I was thinking it would be even cooler if we could get Miko, the new brawler, for free this year. Oh mein Gott, das ist. Aber wie gesagt, das wird anders wild. Wieder Lobbys voll mit diesem Brawler. Einfach 10 Brawler, immer nur dieser. Das ist zu wild. Paula? What the? Frank? Danke für das Abo. Do you think we should give Sieht's them for gerade free? nicht. Also, do you remember what happened Joshua, last time danke when we dir für dein released Abo. Edgar with the servers? Yeah, but you know, okay, let's do something. Let's ask the players. Do you want Miko for free? Frank spricht einfach deutscher Englisch Well, als Frank, jeder andere we Deutsche. can't really argue with the community. Yeah. So I guess that's settled. Miko will be free in our Brawly Days update in December, on 14th of December. Das ist der neue Brawler Miko. Der wird, wie gesagt, kostenlos sein. Ganz wild. Am 14. Dezember, Leute. Ist nicht mehr lange hin. Fast 3 Wochen, bisschen weniger. Sehr nice auf jeden Fall. Gaining more opportunity within the region. Ich würde sagen, spulen ein bisschen vor. So. 1 gegen 1 jetzt hier. Letzten beiden Teams. Europa versus Amerika. STMN gegen Zeta. In just a few short Bin sets, gespannt, wer gewinnt. one of these two teams will be lifting this trophy and taking our top prize of $250. $250,000, in fact. Basically, the tension has never been higher in this arena. DreamHack, Winter, Jönköping, Sweden, are you with the teams? I still think you can be louder. You have packed out this arena. You have shown Okay. up for these two teams. Leute, ich bin gespannt. Wie gesagt, ich hoffe auf STMN. Champion! Oh lol, das Let's Lex. head over one last time to Uber and Ganzen Ark. Tribe-Fans hier. That's Tribe right, Mitglieder. everybody. It's all on the line here in our grand final. And as we were sort of discussing, Zeta Division had a little bit of a slump over the last couple of weeks, dropping some key matches, of course, in the Snapdragon Pro Series Season 4 and failing to qualify for those finals. But I spoke to Dre, he's just, finally managed to dig him out of the doldrums after their tough game earlier on, and he said, about a week ago, something changed with this Zeta Division team. Something snapped, and all of a sudden, they were miles better than they even were at their best this year. This is the kind of thing you don't see. So you only hear from the players that scrim against teams like this. So STMN will be aware of this. But everyone knew just how good they were coming into this, even as a number 2 seed from NA. It's so funny you mentioned Drake. He said the exact same thing to me. Lol, Just a few dieses days Auge in ago. der Mitte. You know, Hab ich noch gar nicht gecheckt, dass das auf der Map so ist. Champions of the Snapdragon Pro Series, so to not see them even qualify for the Season 4 Challenge Crazy. Finals, unbelievable. A huge storyline in that region. But now,
Just look at them on the world stage Lol. in the grand finals and up against North America's finest. It's 43% the side of STMN. Zeta just have a little bit of a lead there. We unanimously had Zeta Division exiting their group winless. We could not have been more wrong. This team is here to play. One of the most stoic rosters you will see in BrawlStars. It is very hard to rattle this team. And that's the kind of quality that wins you championships. Now, Novi had an incredible series just prior. This team, of course, blowing our minds with that win over Crazy Raccoon, the team that everyone had pegged to take it all. Coming out 3-0, 3-0 in their group, they were looking dominant. STMN knew all about that. Let's head over now to Knockout. It's going to be out in the open to kick off our grand final. Bands are in, Meg, Artie und Jean für STMN. Wie gesagt, schreibt gerne noch mal rein, was ihr glaubt, wer gewinnen wird. Ich tippe hier tatsächlich auf STMN, aber ja, wie gesagt, man weiß es vorher nicht, ne? Das sind beides richtig gute Teams, sie haben sich beide stark vorbereitet, es kann alles passieren. Got a little bit of a spook, I think, from the RT in that matchup against SK Gaming. Yoshi was absolutely ferocious. They have no interest in dealing with that here. Generally a mainstay, if it's been left open up to Zeta Division now to make some choices. Curious to see what they open with. It's going to be the Eve. Again, very serviceable, very high utility brawler to punish some of these single shot brawlers. And on out in the open, it's a fair pick. Yeah, I really do like it. It's got that left-hand side lane as a bit of an escape mechanism. I think, was that Trav in the crowd? I couldn't quite tell, but I hope if it was, it goes back to him. Let's see as the second pick now about to come in for Zeta. Certainly the sharpshooting affair is where things are won and lost, in my opinion, out in the open. Okay, 8-Bit. That's a pretty decent one, in my eyes. 8-Bit. Wie gesagt, auch wieder typischer Meta-Brawler. Das finde ich wirklich schade an Zeta, muss ich ehrlich sagen. Deswegen gönne ich es denen auch ehrlich gesagt gar nicht, muss ich sagen. Klingt brutal, aber die picken halt wirklich immer nur, die zocken immer nur Meta-Brawler. Immer nur Meta-Brawler und ich weiß nicht, das ist irgendwie... Vom Skill-Level her, man hat teilweise noch nie was von den Spielern gehört, so. Von Giro, Miao, weiß nicht, kennt man nicht. Einziges Naui, aber deswegen, das meine ich halt, die picken meistens Meta-Brawler und gewinnen halt dadurch. Ne? Aber, ja. Fällt schlau, die können gut picken, muss man ihnen auch lassen. Ja. Ist auch eine Qualität. Kann Crazy Raccoon zum Beispiel eben nicht. Und das macht dann halt eben manchmal den Unterschied. Ne? So, hier sehen wir nochmal beiden Teams. Haben auch jeweils immer einen Coach, finde ich auch ganz interessant, tatsächlich. Perfekt, Digga. Crow, willkommen im Stream. Aber wie gesagt, das liegt oftmals an BrawlStars einfach, da kann ich nichts machen. Ich sehe gerade, dass ich wirklich perfektes Internet habe, also das ist auf der Webseite tatsächlich auch so, dass sie manchmal laggt. Ja. So, jetzt läuft's. Noch nichts passiert, zum Glück. Oh, wichtiges Gadget von Zar. Zar muss jetzt wirklich aufpassen. Ne? Hat gut geölt, wie gesagt. Glaube ich, dass es die Star Power ist, beziehungsweise dass sie so heißt. Hilft ihm hier natürlich. Wichtig, dass hier offen ist. Und jetzt ist es sehr, sehr schwer. Ja, okay. Wichtig, wichtig. Okay, mehr Druck auf die Eve. Eve müsste gleich down sein. Ja, Eve ist down. Und jetzt kann der 8-Bit eigentlich auch nichts mehr machen. Jetzt haben nochmal alle Ult. Erstes Game geht an STMN. GG's. Brilliant on their behalf. I mean, they can now really maneuver around the situation, and that's all Zeta's doing.
Yep, Sands and Zar making good use of the choke that's been opened up in the middle part of the map. No Eve required now to have extra hiding holes to come out. Hier mit der Nani-Ult. Oh, auf den 8-Bit. 8-Bit low, er kann erstmal keinen Pressure mehr machen. Man merkt, STMN macht einfach gerade wirklich den Druck. Hat alles unter Kontrolle. Gutes Gadget, hat aber leider durch das Eve-Gadget nichts gebracht. Okay, jetzt die Eve-Ult. Jetzt könnten die tatsächlich, jetzt könnte Zeta tatsächlich wieder ein bisschen Druck auf der anderen Seite machen. Oh, Miao aber sehr, sehr low. Überlebt noch. Miao dead. Okay. Nice. Erste Runde geht an STMN. Genau, GG's. Der finde ich auch mal zu geil. Sans sieht einfach aus wie so ein Bodybuilder. Die sind echt einfach E-Sportler. And the cleanup, the clean downs, they're clean. They're getting those takedowns consistently. So STMN at the moment, not giving Zeta a single look at. Okay. Yeah, breaking that wall open, absolutely critical. Something we didn't really account for when we talked through the Zeta macht aktuell ein bisschen mehr Druck, anders als im letzten Game. Oh, ja. Zar auch direkt dead. Jetzt wird es schwer für STMN, 2 gegen 3. Wichtig wäre jetzt nochmal die Ult fürs nächste Game, aber ein Win ist hier nicht mehr machbar, leider. It's going to be really, really tough. I didn't really see a place that Bobby or Sands have to go here. Now it's a 3 versus 1. I think Sands just waiting for the gas to close and trying not to feed in any utility along the way. Yeah, don't give over any more supers. The gas can't come quick enough for Sands and Gero will have him cleaned off. Nicely done, but remember that first pick on the tick was what put Zeta Division on Tick muss jetzt ein bisschen aufpassen. Sie dürfen sich auch nicht zu sehr zurückdrängen lassen, ne? Vor allem die Eve und auch der Sprout, die haben sehr, sehr viel Kontrolle. Okay, das war wieder sehr, sehr knapp. Gute Ult. Macht jetzt ein bisschen Pressure und wichtiger Kill für STMN hier an der Stelle. With the head first onto the jump pad can finally get into the game. Novi trying to feign a position of strength here, but Zeta Division don't have the numbers and they're going to have to give this ground eventually. Unreal, unreal from Zara. Another thick head going to be coming in here. Now though shreds through it. He is going to be low. Bobby finds him quickly. Wichtiger Kill von Bobby. And it's just Gero. This round surely is going to be STMN's. Ja. Gero sees only one super up. Sehr nice. Eve will nicht die Ultis feeden. Beziehungsweise gibt sowieso der Stelle auf. Das ist wirklich sehr wechselhaft, ne? Manchmal hat STMN komplett Kontrolle, manchmal hat Zeta komplette Kontrolle, also wirklich unterschiedlich. Serski Leo, willkommen im Stream. Okay. Ja, Zeta macht wieder sehr viel Druck, ne? Die müssen aus dieser Position raus, sonst wird's schwer. Wichtiger Hit von Bobby hier. Okay. Zeta ist hier wieder ziemlich low, wird zurückgedrängt. Können die an der Stelle wenig machen. Ja, das war's. Sprout dead. Und jetzt ist es eigentlich wirklich nur noch sicher runterspielen. Genau. Und dann hat STMN auch den Sieg gesichert. Wichtig. Also, erstes Set geht an STMN. Well, not today. Not today, and not in the grand finals. Sehr, sehr clean gespielt. That's how you get the party started for North America. And they look composed, Ark.
You know, they have a very good understanding of their win condition, and it's also clear that Zar knows I'm going to be struggling in the first part of these rounds. Until I can find a way to peel the sprout off of me, it's going to be virtually a 2 versus 3. All of ST men know that, and they have to play accordingly. This is the patience that gets you into Grand Sieht man Finals nochmal, in the ne? first Das war place. einfach wirkliche Dominanz in den meisten Games von STMNs Seite. Is shining, man. I love that tick play with a thick head onto the jump pad, forcing then the hand of Naui and the connections off the back of it. They just forced the position and claimed the takedown off the back of what was just, I mean, the perfect time to bring in that kind of maneuver, wasn't it, really? Absolutely. And again, the draft was nothing fancy from STMN, right? This is a composition we've seen time and time again. You could say the same of Zeta Division, right? I think both teams really familiar with the protocols on Knockout with these setups here. Ich sage auch immer wieder, ne, wenn es im Endeffekt dann wirklich mal auf, also wirklich zum Face-Off kommt, zum 1 gegen 1, dann verkackt Zeta halt meistens, muss man ehrlicherweise sagen, weil die halt wirklich eben gut im Picken sind, muss man ihn lassen. Die sind wirklich sehr smart, was Picken angeht, was Brawler-Sperre angeht. Aber von diesem Skill-Faktor her, weiß nicht, der ist einfach bei anderen Teams viel stärker vertreten, viel besser vorhanden. Jetzt haben wir Gem Grab als zweite Runde. So we head in now to Hard Rock Mine. Gem grabs the next mode. And a draft coming in thick and fast. Again, we had a classic draft, now a classic map here. Well worth bearing in mind here that Bobby will try and opt for sharpshooters on this map as well. Das ist immer geil, diese Animation von den Maps am Anfang. That's what you can expect to see. But this is such a classic map here. We're very familiar now with how the meta flows and how compositions get picked here. So expect to see both teams have very powerful compositions with very powerful balls. You cannot ban Hard Rock Mine out completely. Here's the man. So Buster, no one wants to deal with that, of course. Rico Buster gesperrt, Rosa gesperrt, alles Meta-Brawler aktuell. Schlau gesperrt von STMN, hier auch der Rico, wichtig. Auf der anderen Seite Charlie, auch sehr OP aktuell, weil STMN halt den First Pick hat, ne? Sonst wäre das ein sicheres Charlie gewesen. Ruffs, also wir haben keine Brawler, die mit Wall spielen werden, sag ich mal so. Sandy auch sehr gut aktuell, auch gesperrt. Ich könnte mir einen Spike vorstellen, Lu. Ich glaube, wir werden hier viel Hypercharge auch sehen. Macy geht einiges auf der Map. The porters can be really impactful, just occupying some of those single shot brawlers like Stu. Stu cannot get his super back off of those porters. So he sort of sits there and has to fire off direkt those shots als Counter gegen den Mr. P. It's going to be really annoying for whoever is on that brawler here to deal with. Stu certainly has got its fair share of weaknesses. There is Trump in the crowd. I thought I saw him in red. Cordelius auch sehr OP aktuell. Up next for Zeta. Auch würde ich sagen, noch in der Meta. Now they're thinking twice, but that mid battle needs to be won, and Mr. P is not the brawler to have it. So surely that will be the case. A Spike potentially just as a safe pick into that Stu on Also wie gesagt, Blue Spike könnte ich mir beides vorstellen. Ist halt wegen den Hypercharge vor allem anders OP aktuell. Two brawlers about to join the field. Blue Ja, getting Blue picked here makes perfect sense. You wird need es dann stopping eben. power now against this composition. Dachte ich mir bereits. We've seen teams go as far as picking Dynamite. Now that was more so announcing, of course, but this satchel charge stun is very, Werfer very würde ich nicht mal critical. mit rechnen. And it's the best analog that you kind of have to Sandy's Sweet Dreams, which of course gets banned out by Zeta Division because they want to play Stu, they want to play fast. The speed zone is really hard to remove on this map. You almost always get max value unless you're going up against a thrower comp. It's just as well Mr. P is here for Sand, so you can actually get rid of that deployable and deny that incremental advantage. Okay, 8-Bit stimmt, hatte ich vergessen. Natürlich 8-Bit auch stark aktuell, sehr stark. Auch in der Meta. Fast eine 70%ige Winrate der Brawler. Einer der besten aktuell. Piper, okay, das ist random. Das ist ein bisschen random auf der Map.
Really good, yeah. It's obviously really good, and there's just enough open area. Passt auch nicht so ganz in die Comp, finde ich. Bobby is probably feeling a little bit jealous right now, but he's been told, hey, you need to take the loot here. You need to pick that up, and that's something that obviously Piper can't really deal with. You connect with that Hypercharge super on her. She's absolutely dead to rights. Anything you do to close the gap is going to be big. This is a matchup of individual mechanics. Connecting those sharpshooter shots at long range or getting the Cordelia safely in a Ja, ich glaube, so Brawler wie Piper, Mortis und sowas, da bin ich vor allem auch sehr gespannt, was Hypercharge bei denen sein wird. So, I want to see good placements then from Sounds, who's going to be championing that Mr. P pick on the left-hand side. Tatsächlich sehen wir in diesem Game nur einen Hypercharge, und zwar den von Bobby, von dem Lu. Piper hat hier gerade sehr, sehr viel Control, bisschen zu viel. Ja, vor allem gegen den 8-Bit, die ist halt stark gegen den 8-Bit, muss man sagen. Das Problem ist, dass 8-Bit halt auch natürlich mitgehen muss. 8-Bit wird hier auch der Gem Carrier sein, definitiv. Wird dann natürlich ein bisschen schwierig für ihn. An sich ist aber Piper, wie gesagt, immer noch nicht so der typische Brawler für diese Map. So, jetzt hat Zar auf jeden Fall ein bisschen Geschwindigkeit drauf. Durch seine Ult, okay. Das war's jetzt aber auch schon wieder. Now forcing Bo into the round. Will he find the pickup? If he does, it's going to be terrible for Zar, who's now going to have to be forced over to the right, and Garrett leaving him nowhere to go. Just stands for support here. The gems are in peril, and it's a substantial lead here for Zeta. Two now spawning from the mid. Ich würde einfach sagen, dass der Cordelius so viel Kontrolle hat, ne? Cordelius ist einfach auch wirklich, der hat sehr, sehr viel Kontrolle im gesamten Spiel. Bobby trifft fast keinen Schuss. Nächstes Problem. Das ist jetzt nicht so, dass die andere Comp mit Piper, Stu und Cordelius komplett dominant ist. Ist ja wirklich auch kein gut gespieltes Game von STMN, muss man ehrlich sagen. Getting the Piper against the 8-bit, you love to see that. The Cordelius to be able to pressure down not only the Mr. P, but we can swap into the loot lane. Die müssen im nächsten Game, also wenn STMN noch gewinnen will, wenn STMN das Set holen will, müssen die wirklich im nächsten Game einfach vor allem mit dem Cordelius klarkommen. Ich glaube, der ist noch ein größeres Problem als die Piper. Weil man die ganze Zeit auf den Cordelius konzentriert ist, der ist die ganze Zeit auf der eigenen Seite. Das ist sehr, sehr nervig. Ich glaube, Bobby checkt noch nicht ganz, dass links jemand ist. Das meine ich, wenn der Cordelius gar nicht erst rankommt, ne? Beide, Cordelius und Stu, das sind beides wirklich Brawler mit sehr, sehr starkem Movement. Den kommst du einfach gerade nicht klar. Piper muss da gar nicht so viel machen. 2 gegen 1 müssen die spielen, verlieren einfach trotzdem. Man kann wirklich... Ist einerseits wirklich nervig, ne? Andererseits auch nicht optimal gespielt von STMN, finde ich. Nicht optimal gespielt, nicht optimal gepickt und dann kommt sowas dabei raus. Wenn man ein 2 gegen 1 verliert, weiß ich nicht. Ist dann nicht so effizient. A wake-up call for STMN as they are reminded that they just cannot let themselves get ahead of themselves. Zeta with a valiant response and a very solid draft. They made it look like child's play. Again, they have counter picks in so many of those lane matchups, right? Mr. P does not like dealing with Cordelius or Stu. Stu being the first, the pick in response, of course, to that Mr. P. A mid-range brawler that has susceptibility up close and personal, picking that first can leave you open. I know you want to leave your other options available here. Mal gucken, was die nächste Map werden wird. Right, well, we know exactly how to play around this. For me, the nail in the coffin is the Piper into the 8-bit. Zar is such a brutal matchup. I mean, Meow played a fantastic game, and now I mean, the aggressive lane sides actually was where it was won
Aber das ist teilweise, da gehen 3 Leute auf den Stu. 3 Spieler auf einen Brawler. Das ist dann einfach nicht effizient, wenn die... Klar, das sind auch Counter teilweise, wirklich Stu. Nerviger Counter, auch Cordelius aktuell sehr in der Meta. Aber trotzdem, finde ich, muss man das handeln können. So. 3 gegen 1 funktioniert nicht sowas. He doesn't lose those. It's a disgusting amount of DPS. I mean, there's no way else of putting it. And certainly the pickup the Zeta division needed. They were falling behind as STMN were gaining the advantage. And now we're all even. Der gute alte Plastikpokal, man kennt ihn. A response fires back from that right-hand side of the stage as Zeta division want to see their name engraved thrice in BrawlStars history. Okay. Split, auch eine sehr, sehr coole Map, wie ich finde. Hier werden wir, wenn er nicht gesperrt ist, Rico oder Ruff sehen. Werfer auch sehr gut auf der Map. In den Qualifiers war tatsächlich auch Rosa im letzten Qualifier sehr beliebt. Mit dem Bush-Gadget, mit dem Hypercharge, die konnte tatsächlich eine ganze Zone alleine sichern. Könnte ich mir, wie gesagt, auch vorstellen. That solo brawler, right? Because quite often teams split themselves 1 and 2 across these points. You really want to pick a very self-sufficient brawler in that solo point if you can get it, because someone has to 1v2 here. Most often. So, okay, was haben wir? Shelly gesperrt, check ich nicht ganz. Auch wenn Shelly ganz gut auf der Map ist. Chuck, Cordelius und Charlie gesperrt, verständlich. Colette. Okay, ich könnte mir vorstellen, dass Zeta mit Tanks reingeht, mit einer Rosa oder so. Weil die Tank-Counter gesperrt haben. Aber... STMN are kind of forced to only have the 2 bans because the Charlie, right? Yep. So the Chuck has to be there, the Cordelius as well, and the Chuck here is often underlooked. You know, you've got to consider it highly. Es wird doch safe eine Rosa reinkommen, oder? Also Lu auch okay, kann man wie gesagt nehmen so. Das andere Brawler, also Rico, könnte ich mir auch vorstellen. Werfer, Search auch random. Was macht ein Search auf dieser Map? Ah, Double Lu, man kennt's. What's better than one Lu? Well, the API obviously just so enormous. Einfach Double Lu. We haven't seen it at all this entire World Finals. Mal gucken, ob wir Triple Lu sehen. Wäre auch ganz cool. We can't believe it. Look at the API. I am struggling. Somebody help me. Okay, we'll have that zu geil. for you in Einfach just a Double Lu. moment here. Komm, Triple Lu, komm. Looking to make the brawler selections. STMN going. Oh, schade. Yeah, good question, mate. Again, if the Surge is a legitimate pick, okay. Eine bisschen übermotiviert, der eine Zuschauer hier. You know, crucially getting on some of those enemies and making that dive here, especially if you're able to start to build Hier up. unten links. That is very, very scary. We'll see if that's going to be the case here. We'll wait on our amendment in the lobby. OG with the headset off here. Might have been also sometimes, you know, at this level you do get like a mispick here in pick and ban. Sort of have to alert an admin and say, hey, we actually meant to pick that brawler. You do it quickly enough, it's usually not an issue. Ah, okay, Mispick. Ich habe mich schon gewundert, was macht der Search hier? Aber, we forgot to ban that. not enough slots to ban these incredible hypercharged brawlers at the moment. You either pick it or you will become subject to it. Sam's about to throw the headset back on now himself, as we'll be in just a moment. But as far as I can tell, Ark, that Surge is legit. It was very old school. On the podium. It used to have fantastic results, but damals war der wirklich gut auf der Map, der Search, aber ja. War halt Missklick, ne? Was soll man machen? Passiert manchmal. Warten jetzt, werden nochmal ins Match reingehen, nochmal picken. Wäre mal cool, wenn wir das machen könnten. Einfach Powerliga, ups, falscher Brawler, einfach nochmal neu starten. Rico-esque impact on one of those points here.
Production obviously has informed us that we will Wieder be having a motivierte Zuschauer hier restart an der of the Stelle. draft here. As someone dodged. You can't dodge. You're in person on stage. We can do run out the back. Wieder der Get gute a alte body double Plastikpokal. to step in for you. Go have a drink. No, it's not happening. Well, again, if you are just joining, Split is the map. Hot Zone is the mode. For me, the toughest map in that particular mode. You know, it's one of those that can just have a great amount of choke points there to shut ideas down. It's weird. Some teams play to the map, right, and just say, right, well, we're not going to use any wall break here. We're going to try and use throwers. Genau, Wallbreak. Habe ich ganz vergessen. Wallbreak kann es natürlich auch geben auf der Map, ne? Sowas wie Colt oder so. Ist zwar jetzt ziemlich random jetzt hier der Colt, ne? Muss nicht Colt sein. Aber jedenfalls irgendein Wallbreak, der alles aufmacht. Sometimes you have like 1-1 and then you have like a floating brawler that will transition. Something with mobility, right? That will transition between those 2 points. But generally, someone gets the short end of the stick on both sides. And the more incremental advantages they can gain in the 1 versus 2, they usually manifest in a winning result. Because once your team's down over on that right-hand side, they come over to you and you have a lead, of course. And that's how it times out here. So, Zoe and Co there, of course. Gero. Incredible set just now. And after this, so, 1-1, wie gesagt. Geheißt haben wir danach. Und zum Schluss Brawl Ball, falls es dazu kommen wird. Hot Potato weiß ich gerade gar nicht, was das für eine Map ist. Ich guck mal kurz nach. Remember, these teams are playing for the lion's share of $750,000. And of course the honor of hoisting the coveted trophy. Okay, das ist die mit diesem schrägen Busch in der Mitte. BrawlStars esports has been dominated by teams from the East Asian region. This year, not one of those representatives on the stage. North America. So, dauert jetzt ziemlich lange, bis sie wirklich das Problem gefixt haben, ne? Es kann natürlich auch so im Kopf mit den Spielern was machen, ne? Müssen jetzt konzentriert bleiben, auch wenn sie nochmal neu picken. A team that maybe people had doubts about, questions, you know. They bring Inso over from Reply Totem, try and create a super team here, and so far, so good. Zeta Division were the ones that dispatched Crazy Raccoon, the tournament favorites from East Asia. And hopefully you're all watching on event.brawlstars.com. That's where we placed our predictions on the casting desk. Schreibt gerne nochmal rein, wie viele Belohnungen ihr bekommen habt, beziehungsweise wie viele Punkte ihr habt. To be fair, predicted them falling to STMN Esports, so... Yeah. So you went all in at the beginning, right? Let's forget about the Zeta Division, picking them losing to, Crazy Raccoon, but... Yeah. Who have you got to win? Win it all? Yeah. Okay. I hate Crazy Raccoon winning it all, so I'm already up. But ich glaube, das wird heute nichts mehr mit den Finals hier. Able to take this match away. So far, so good. But again, that's where you can get your preds in, as Ark said. Event.brawlstars.com. Ton of fantastic in-game swag available to you as well. Also, as we just found out in Not Brawl Talk, Miko going to be released. Hab jetzt vorhin, wie gesagt, Macy Hypercharge bekommen. Ist okay. Aber OP ist, wie gesagt, natürlich immer sowas wie Lu Hypercharge oder Lu Hypercharge. Jetzt fällt es mir nicht ein. Lu oder Rosa Hypercharge, ne? Die sind natürlich sehr, sehr okay. Bobby hier schon am Ausrasten. And OG announcing, of course, that this is his last season of Brawl Stars. You know, obviously a player on this roster last year in Paris, now stepping back into an advisory sort of more also den wir hier gerade sehen, rechts eben, oder auch jetzt bei STMN, bei diesen 4 Bildern, ne? 4 Leuten, der rechte, hört einfach auf. And what a feeling it would be to send STMN on to a championship here before he departs. Absolutely one of the pillars of the region. We're going to have a reset of the lobby here in just a moment, so we'll be jumping back in. I think the picks that players have committed to, they're going to have to remake, right? As definitely as information's been given over, so we'll be back there very soon. Du kannst ihn auch gleich mal komplett bannen. Ist unnötig. Wenn man das mehrere Male reinschreibt, weiß nicht, da werde ich dann noch ein bisschen salzig. And I know from that tweet, so proud of what his teammates have accomplished to get to this point.
It's gonna be bittersweet, right? Yeah, for I sure. mean, you worked for many, many years, so you've helped catapult STMN into a position where they can actually vie for a championship here. Getting to be up there on a Die meinst stage du must feel zweimal pretty nicht darn genommen? good, seeing all the fans in the Warte mal. crowd as well who followed the journey of STMN not only through this year, but through their entire tenure in the BrawlStars Championship. Remember, STMN had a really sort of slow start to this BSC season. But they turn it around, and in April and June, they win those monthly finals. And of course, their regional rival Biggest Bro, is willkommen im Luminosity. Stream. So these two teams were trading monthly final wins back and forth, and there's definitely a sense that they were forging each other into the kind of rosters that could come here and compete. Well, with Zeta, you know, they had as many grand final wins as STMN had grand finals appearances. February, March, June and August. I mean, it really was a year that was just in the Zweimal keine Punkte bei den region, Tipps. dominated by only them. Aber wenn du STMN gewählt hast, müsstest du doch Punkte bekommen haben, oder? Not really much Warte mal. to show or write home about. Zeta have just been the epitome of consistency. And by the way, Oh, warte mal, ich epitome mach of mal hier. consistency in the Die Mucke geht einem irgendwann ziemlich auf den Keks. Ich mach mal hier kurz was anderes an. Bis es hier wieder weitergeht. Also wie gesagt, nochmal kurz zur Info, falls es jemand nicht ganz gecheckt hat. Es gab gerade eben noch Probleme, einen falschen Pick für die Hotzone Map. Deswegen müssen sie jetzt nochmal neu starten. Funktioniert wohl irgendwie nicht ganz, gibt technische Probleme. Das heißt, genau, dauert jetzt einfach nochmal ein bisschen. Ich weiß auch nicht. Ja, okay, besser. Boah, als ob. Ja. Aber ich sag mal, Emote solltest du trotzdem noch bekommen, ne? Das 1000er Emote. So, jetzt sieht man im Hintergrund nochmal Spieler miteinander reden. Also diese Trikots sind wirklich einfach legendär. Verbindet man immer instant mit STMN. Lol. Digga, unten links. Schon mal unten links. Ich versuche in die Kamera zu springen. So. Ja, natürlich nicht gut, Anubis, ne? Aber, oh ja, das wollen wir hören. David Sound? 8-bit. Yeah. なんか好きなやつだよな、多分。あ、そういうこと？うん。ワンチャン持ってないやつあれ。ベルのウルトの初動なんかベルのウルトの音やけど。ビューの音やね。行ってみるか。うん。Bell? Maybe the Bell Mark. The Bell Super. Weil die mehrere Male, trotz dass ich erwähnt habe, dass, wie gesagt... Prossima fermata, ospedale! trotz dass, wie gesagt... あ、こんなこと言うか。これか。ブルじゃないな、多分。ブルとはちょっと違う。サムか。サム？ LOL? Sind die lost? チャラック Digga, zocken die BrawlStars ohne Sound? What the fuck? そっかそっか。知らんな。 Ich glaube, die haben das neueste Update nicht installiert. Jedenfalls, die eine Person wurde ausgeblendet, weil sie, wie gesagt, unerlaubt hier die ganze Zeit Code reingepostet hat. Okay. これと。Ja. これ Yes, ist Nita. Ist Nita? Ist Nita Sound. Englischklassenarbeit. Ich muss Dienstag, ich glaube, Informatik schreiben. Cold? Cold. Cold, obviously. Super. Cold. Grey. Grey. Cold. That's cold. No, it's grey. Pew pew. No. Grey doesn't even have a sound. It just says pew. Ich sag, Crazy macht denselben Sound, aber immer nur einmal beim Schießen. Karl? Oh, das ist schwer, das ist schwer. Karl, super. No, wait. I am only thinking about Karl. It's Charlie. I don't know who that is. Ich glaube, keiner wird es erraten. It's a new brawler. It's just Hank? No. No. I don't know. Carl? LOL. Ja, okay, das rät auch keiner. Hypercharge かなんかを
置いたいやスタバがスタバがなんかを買った時のOkay, das sind schwierige. そっち系か。アンロックサウンド I don't have idea. Maybe Hypercharge, but I don't think so. Can be something in game like box of Sagan or that type of things. Oh, Showdown Power Cube or like the drink. Box? The drink. Nee. Das sind keine Showdown-Spieler, merkt man schon. When it spawns. Okay. We might be in the dying Interessant. hours of DreamHack Winter 2023, but I tell you what, we're very much alive and living here in the arena. We've got the big one. So. One more game to decide it Alle here. guten Dinge And sind STM zwei. Esports representing North America, Zeta Division representing EMEA are one apiece, heading into set 3. If you can use a Rosa in the 2v1 lane, Ja, Rosa dachte ich mir, wie gesagt, ne? Blue wieder. Okay, Werfer interessant, Barley. Verstehe ich. Okay, wie gesagt, was sie dann machen, die müssen dieselben Brawler sperren wie zuvor. Ah, die können halt andere Brawler wählen, ne? Glaube ich. Außer die sie halt schon gewählt haben, wie zum Beispiel den Lu. Okay, Spike mit Hypercharge natürlich auch, ne? Und Gray auch ziemlich OP aktuell. Wird auch so ein bisschen als Wallbreak dienen hier, Gray auf der einen Seite. Ich würde sagen, die spielen so, Rosa geht eine Lane und die anderen beiden Brawler gehen andere Lane. Rosa mit Bush-Gadgets. And you can throw the Gale Force through the wall at brawlers that are trying to approach. You're guaranteed a stun there. Also, if you're attacking the point, you can guarantee a stun as well by the boxes sort of sitting behind those 3 barrels there. So something worth bearing in mind here. You can get Gale on the point properly. You're in good shape. Bobby and Sands here trying to push up a little bit more. Here. Nobody actually in the 1v2 lane here. It's taken down pretty quick now. Bobby assisting on the left. Yeah, that was a very clean lane for Sands and Bobby. We're seeing the Barley and how well it can work on this particular map. Oh, lovely little dodge of the walking cane. Not going to hand over anything to Zeta. Okay, gutes Gadget hier. Auch wirklich guter Counter gegen die Rosa, das Gadget. Ich denke mal, dass er auch Gadget hier nehmen wird. Ja, Hero will, wie gesagt, auch machen, ne? Aber es trifft nichts. Von daher alles entspannt. Trying to force Meow off and give Zara a way in. Sands absolutely dominates the right-hand side. That twister is absolutely ruining Novi's day. Sehr, sehr schön. So overextends, Bobby gets pulled in with Walking Cane. Zeta now firmly on that left-hand side. Okay, wenn sie jetzt komplett auf links gehen, sollten sie eigentlich gewonnen haben. Gale kann noch ein bisschen deffen. Nicht so gute Ult. Gutes Gadget von Sans. Müssen sich ein bisschen mehr auf links konzentrieren. Nur deffen macht im Endeffekt keinen Sinn gegen die Rosa, weil sie immer Prozent rausholen wird. Naja, viel Brawler auf jeden Fall am 14. Lol, ganzen Hypercharges. Wie gesagt, war jetzt nicht so gut von STMN, die hätten weniger deffen sollen. Einfach mal ein bisschen mehr Prozente holen, ne? Dadurch haben die jetzt auch im Endeffekt verloren. Das Game. Oh, if STMN were able to save that moment, it may have gone another way. But for now, Zeta take the first game of this set. And it's looking good, but I feel like the draft very balanced actually. Ja, eigentlich auch wieder, muss man sagen, ziemlich simpler Fehler an der Stelle von STMN. Die hatten eigentlich die ganze Zeit gut Control, dann am Ende sowas. Die linke Zone, die rechte Zone, Gale müsste seine Zone eigentlich easy safe alleine kriegen. Muss das Gadget schlau nutzen. Now we're going in again, getting some valuable time in that zone. Gets taken down now. Last call from Bobby. And this is the time for STMN with the missed walking cane. Ich glaube, gleich wird der Gadget usen, rechts der Gale. Links haben sie jetzt mittlerweile auch ein bisschen mehr Control.
Gutes Gadget. Oh, das war kein gutes Gadget an der Stelle von Sans. Ist aber ein knappes Game, muss man sagen. Jetzt dürfen sie nicht wieder denselben Fehler machen. Sobald die Rosa dead ist, jetzt müssen sie eigentlich komplett auf links fokussen. Weil sonst wird es wirklich schwer, ne? Genau, sie müssen auf links gehen. Okay. Sehr schön. Okay, und jetzt müssen sie es haben. Wenn sie auf der linken Seite Control behalten, müssen sie es haben. Sehr schön. Jetzt kommt nochmal die Rosa rein. Sicher runterspielen ist jetzt angesagt. Okay, Rosa geht auf die rechte Lane, oder? Okay, versucht nochmal zu deffen. Sehr schön. Ja. Das meinte ich. Einfach ein bisschen aggressiver auf die linke Zone. Und dann schafft es die am Ende auch. Sehr gut gespielt an der Stelle. Müssen sie jetzt nochmal so schaffen und dann haben sie Set Nummer 3 auch für sich entschieden. Either of his brawls at either side get taken down, he has to put himself in a position where he's weak. He's vulnerable, having to stand on the point. But it gets the job done. STMN, what a comeback now. We're one apiece in the set. Okay, Rosa wieder dead. So quickly. That's going to allow Bobby to focus entirely on this left-hand side and help out Zara try to get some earlier objective damage. But these early walking canes. STMN hat, wie gesagt, eigentlich eine gute Comp dagegen. Beste Chancen. Okay, jetzt aggressiveres Gadget von der Rosa. So spielt man die eigentlich auch auf der Map, muss man ehrlicherweise sagen. Aber das Gadget macht trotzdem an der Stelle dann ein bisschen Aura. Oh, sehr gute Ult von Sans. Sehr, sehr gut von Sans hier. Rechte Zone ist gesaved. Gutes Gadget, aber kann die Rosa leider rumgehen. Und jedes Gadget von der Rosa macht es immer schwieriger zu deffen. Deswegen, an der Stelle muss Sa auch einfach mal aggressiv in die Zone. Das macht er nicht. Fokussieren sich zu sehr auf rechts. Wisst ihr, was ich meine? Great cycling from Meow. Gero is dominating on that left-hand side. He uses the dimensional door to get behind the life plan of Zar, shutting down that contingency plan from the spike. Wären die einfach früher auf links gegangen, auf die linke Lane, auf die linke Zone, hätten sie es auch geschafft, aber das war wieder derselbe Fehler wie in Game 1. Und, ja. Leider verkackt. Mal gucken, 2-1 für Zeta. Zeta Division now in the lead, and that comes with its fair share of advantages. It's going to have to go all the way now for STMN to turn this one around. They've been in this position before, STMN, but make no mistake, the loss on split, that's going to hurt. It's a crushing one. The composition seems really solid. I love the Gale. It's very good at shutting down the Rosa, but on the other side of the map, Zara is absolutely punished time and time again. Very, very hard for him to have any time to cap, and eventually, those gadgets, the twisted gadgets are going to run out. That's when Novi starts to get a bit more aggressive, a little bit more cheeky, able to play off of that extra durability and the hypercharge. Rosa, you've got to respect her. Im zweiten Spiel lernen sie aus dem ersten Spiel und im dritten machen sie es wieder falsch. So, weiß nicht. Verstehe ich da nicht ganz. Every step of the way. Huge play there from Naui, and these heals off the back of the dimensional doors really are just keeping them all in the mix from the entirety of this set. But for STMN now, where do they go from here? Again, they don't get to choose. That's just the way it goes. Zeta Division are on the precipice of hoisting a World Championship, a third consecutive one for the organization, the first for this roster. And STMN will have come so close. They need to dig deep for this next set.
I don't have a problem with how the draft went. I think honestly it came down to Die STMN hatte eigentlich, was Kills und so angeht, mehr Control, aber ja. For STMN. Wie gesagt, Rosa muss man einfach gut deffen können auf der Map aktuell. You don't get to come back tomorrow and try Der again. muss man auch rechnen, ne? A bit of downtime certainly got inside their heads somewhat, but they've got to shake that off now. So, jetzt haben wir This is the Tresor. world stage, is the grand final. These are where champions are born. Heist, Hot Potato, a very tough map. Zum Beispiel ist nicht meine Favorite Map. Ich denke, wir werden hier auch einen Chuck sehen, wenn er nicht gesperrt wird. Aber wäre schlau, wenn sie den sperren. And Hot Potato is a map that really Zeta ist leider sehr gut, weil die Meter ausnutzen. Deswegen es wird gefährlich, wenn sie nicht sperren. That small part through the middle. You need to be mindful of that when selecting brawlers, right? That's what we saw BB, for example. You know what I mean? Obviously the gun ball very important, how it bounces back and forth. We've seen Rico many times in the past picked on this map. SC-Men have Dynamite gesperrt, bisschen random. They know they don't want to deal with the Dynamite here. That's taken away. Chuck, of course, a mainstay here. Colt, really good at long range, and he's only weak when his opponents are moving laterally. That is really hard to do on Hot Potato. Cole first pick in the grand finals. Yeah, why not? Oh, interessanter Pick it's so hier. bold. I love it. If this pays off for SC-Men, it will be huge. Dynamite, Kadilis, and Lou bans. Glad to see that Lou ban. I mean, he's just so good everywhere, honestly. Colette, Chuck, and Charlie. No surprises there on the third and final. This is why they have 12 Hypercharge brawlers, because you don't ban out half of them. M's picked up here. Again, Brawler we see a little bit less of here, but the bushes give us such a good staging ground in the middle part of the map here, and we've seen her be decent in side lanes as well. That Caustic Charisma covers a lot of the map, will also reveal anybody in the Auch hier bushes ist es wieder genauso wie gegen Crazy Raccoon. Zeta The problem I have so far is that SC-Men have already hat shown their wirklich, starting hand was den early. Skill They want to angeht, break things open. They want to sind ensure die that deutlich Zeta don't have unterlegen. those brawlers that can utilize a lot of Grey those narrow Sound eben corridors and jetzt. roughs as well. That indicates that they now want to open up just a little bit. Zeta hat wirklich kaum Skill. How far does this go now? Was heißt kaum Skill? Natürlich muss man Skill haben, wenn man auf dieser Ebene spielt, ne? Aber im Vergleich zu den anderen Teams, teilweise Spieler, von denen man noch nie was gehört hat, if he's interested in trying to break up the map at all, I think you'd probably rather play to your strengths for the und die most part. spielen auch wirklich nicht sonderlich, die haben keine krassen Plays, wo man sieht, oh mein Gott, okay, das ist richtig durchdacht. Das ist wirklich einfach, beim Picken fängt das an, dass sie einfach nur Meta-Brawler spielen. Und deswegen gönne ich Zeta auch kein bisschen. Bobby going for a throw once more. We're going to have the Barley again in the mix. Do they Jesse here? It would be disgusting if they really would, but I certainly do like the odds of the Colt when on the save, but the M's can shred through just as easily. Yes. So if Zeta now adds something of a safe shred and Nita as well, I mean, that's wide open here. Hyper Bear on the save, but Jesse Turret. Edgar? Oh mein Gott. Safe wieder Misspick. The hard counter of the Barley. I know that Adrian loves that. Supercell. Ich verstehe es, Any time to pick the Edgar. It may as Gegen den well Barley, be aber now. Hard engage. Edgar loves to wird jump ein on those interessantes balls Match hier mit that Colt and und good at fighting Edgar. up Das ist close. ja, He is interessant a für die Map, nightmare ne? at those ranges. Mal was anderes. Würde ich euch nicht empfehlen, dass ihr sowas spielt auf dieser Map, aber mal gucken, was die Teams hier draus machen. If left in a position where it's not getting those connections, it could be a wasted pair of hands. Sands, no time to open everything up. Don't open the map up. Don't give Edgar a way to get close to you without being in your sight line. Sands saying, no. Yeah, he's this silver bullet. Gero again's able to put up his super. He comes to dive Sands. Absolutely obliterated. And that has set the tone now for Edgar running wild. Ich glaube, Edgar wird sehr viel Tresor damit so squishy. If Gero has a good match, this could be done here. SC-Men know that this is a real problem for them. They've got to land these shots. They've got to take care of him quickly. Gutes Aim on the safe. von Sanzi an der Stelle. Obviously won't be healing off that safe damage here, but definitely putting Zeta Division in a bit of a Warum lead. usst du nicht einfach die Ult? Er verliert. For free. Ja. Unconscionable. Was SC-Men start to open up So this viel map. haben die dadurch verloren. Okay. Jetzt sehr gut blockiert. Die machen wirklich alles auf. Ne? Gary being spotted by Bobby here and trickling down a little bit of HP. These connections are great for STMN. Gary should be going down fast. Hunting Bobby in trouble. Sticky Syrup makes a throw down. Just what the doctor ordered. They get Sehr, rid sehr of the gut, Edgar, and now it's a 3 versus 1. Novi knows that that safe is about to get slapped up. That was good from STMN. Oh no. Stehen ineinander. 2 Brawler, die Flächendamage machen. Auf diesem Level kann man da nicht ineinander stehen. Für die Absprache.
Bobby wird gleich wieder Probleme gegen Edgar bekommen. Colt muss langsam wirklich was machen, sonst wird es schwer. Sehr gut. Okay, jetzt kann Sans Pressure machen. Es ist guter Damage. Sie holen langsam Zeta hier an der Stelle ein, aber reicht nicht aus bisher. Oh, jetzt kann es, ja, mit der Ult rein da, wichtig. Wichtiger Damage, wichtiger Damage. Tresor müsste jetzt free sein. Unten der Edgar. Ja, wichtiges Game für STMN an der Stelle. Set 5 kommt nur, wenn STMN jetzt gewinnt. Ich rechne damit, dass sie gewinnen. Colt ist wirklich ein Brawler. Da muss man sehr konzentriert sein, die Performance muss stimmen, sonst kann das Ganze auch wirklich genau andersrum ausgehen, wie man sich erhofft hat. The bullet storm from Sands on the safe in Hypercharge. That's what gets him within striking distance of the win. Love to see that now. Dieses Öffnen von allen, das ist eben auch dieser Counter gegen Ems, gegen den Ruffs, gegen den Edgar. They mean business. They are making up for that last game in a big way so far. Look at the counter action from Meow. It's just, oh, Bobby over the wall though. Colt ist mir aktuell noch ein bisschen zu inaktiv. Good to see Zeta not overextend here. Gero did have super, but doesn't throw it away. Instead he opts for a trade. This Sehr schön geöffnet von Sans. Powerful Meow to come back off spawn. Zar has to respect the range of Ems. Novi able to get rid of the spike here. Bobby has to use a last call to zone the right hand side of the map. But this is not going well for STMN. Es wirkt aktuell alles sehr, sehr wild. Weiß ich nicht. Wild, nicht richtig durchdacht, nicht richtig abgesprochen irgendwie. Okay. Wichtig. Wenn sie jetzt nicht Kontrolle behalten, ja, okay. Das beendet das Spiel. Ja, der Weihnachtshintergrund Ende November ist schon höchste Eisenbahn. Kann es sein, dass sie... Glaub mir, wenn es um 250k geht, trollt keiner. Ich meine, das sind natürlich auch Random Brawler für die Map, ne? Aber es funktioniert, ne? Es funktioniert auf beiden Seiten. This is it now. So. This could be where it ends. Zeta, one game away. Championship point. I mean, this is now STMN's final chance to fight back. We're going in. Gero very quickly to the left-hand side lane. Last chance to 1. November? Weiß ich nicht. Nee, das ist ein bisschen zu früh. Okay, Colt, willst du aufmachen vielleicht? Much better start for STMN, but they've been shown in that last game just how important it is to not drop the ball. Gary there with a lovely jump on that right hand side. Zar kriegt jetzt Zugang zum Tresor. Wichtige Hits, wichtiges Gadget. Oh mein Gott, das Gadget. Was machen die? Okay, wir müssen spawnen mit dem Edgar dealen. Und sie sind in Führung. Müssen diesen Angriff abwehren, einmal rein und dann haben sie es. Das ist alles entscheidend. Ja, das war's. Oh mein Gott. In a row, this organization will hoist the trophy. They take a flyer, a gamble. Und zum dritten Mal, ich will nicht sagen zum dritten Mal unverdient, aber
Es gab noch nie einen unverdienteren Sieger als... Es gab noch nie einen unverdienteren Sieger als dieses Jahr. Sehr, sehr unverdient. In der Vorrunde fast ausgeschieden. Durch Glück noch weitergekommen. Einfach weil sie eine gute Gruppe erwischt haben. Die leichteste Gruppe. Und da noch fast verkackt. Nur Meta-Brawler. Weiß ich nicht, Digga. Sind mir maximal unsympathisch, seht ihr. Kann jetzt jeder sagen, was er will, aber in meinen Augen sehr unverdient. Schade. They put in the hard work all year long in the BSC. Coming out as the top seed for monthly finals. Every step, every victory hard earned. This one no different. Let's go hear from our champions down on the stage with Frankie. Boys, you are our world champions, and now we've got to have a conversation. Come and stand by the trophy. This is yours. You get to take it back to Poland with you. Now, before I talk to your players, Inso, you have come so close before as a coach. Ja, deswegen ist What Jan is it about Jetzt this roster that makes them a world champion? Honestly, I don't know. I was obviously inspired by their playstyle, their drafts, and this time I had the opportunity to work with them, and I think we're a good team, and I think these World Finals showed it, and these guys are insane. Congrats to them, Diese and World thanks Finals to haben Zeta for definitiv supporting nicht us. geschaut, dass they're not just a good team. die gut sind. They're the best team in the world. I've got to come to you guys, Gero and Noe, because last year you made it as far as the group stage, and this year you are standing as the final team, the one who beat them all. Can you just sum up this moment? Vor allem der Colt-Pick viel zu risky, finde ich. Da hätte man besseres nehmen können, vor allem das First Pick. Colt, das ist It's an amazing feeling. We were grinding so hard to win this. And we can see, listen, I've got 2 words for you. And I want to shout out all the EU teams for screaming against us all year. And yeah, thank you everyone for support. Well, you didn't let Europe down today. And how are you feeling about this moment? I'm feeling very good. I wanted to thank you, my family, for supporting us, supporting me, us. Yeah. And yeah, we are. Also, erstmal genug an der Stelle mit den World Finals. Wir zocken jetzt selber ein bisschen. Digga, das macht mich aggressiv, wenn ich da noch eine Minute länger zuschaue, sage ich euch ehrlich. Raste ich dann komplett aus. Boah, das, nicht schön. Gut, man muss sagen, Crazy Raccoon hätte es verhindern können, STMN hätte es verhindern können. Wenn man dann auch dumm pickt, weiß ich nicht. Bei Crazy Raccoon war es einfach am Ende die Jackie, die einfach nicht gepasst hat. Ja, das sage ich ja, ist auch unverdient einfach, aber jeder soll sich eine eigene Meinung bilden, weiß ich jetzt nicht. Ja, ich würde sagen, wir zocken einfach ein bisschen. Wie gesagt, nächstes Jahr gibt es wieder einen World Cup, hoffentlich, mal gucken. Weiß man ja nicht, ne? Auf jeden Fall müssen wir nochmal Clubschwein auch ein bisschen reingreifen. Grinden, perfekt. Gutes Englisch. Ja. Jedenfalls würde ich sagen, wir haben noch eine Map zu spielen, die ihr noch nicht geschafft habt. Beziehungsweise ich wollte nochmal mit Anubis seine zweite Map, könnte man sagen. Also Anubis hat meine Map gebastelt, könnte man sagen. Aber nochmal in so einer abgewandelten Form. Wollte ich auch nochmal testen. Ja, ich weiß nicht. Anubis, hau einfach mal rein, lad mich ein. Genau. Dann gucken wir mal. Hier ist der Teamcode, falls ihr joinen wollt. Das müsste mein Daryl Run sein, aber ein bisschen, genau, abgewandelt, bisschen verändert.
So. Oh Mann. Okay. Digga, der Name. Jo, okay, gut. Er hat sich da schon nochmal anders viel Mühe gegeben, muss man sagen. Auch mit dem Layout und allem. Also, ich muss schon mal sagen, eins muss ich Anubis lassen, ja. Eins muss ich dir lassen, Anubis. So vom, wenn man jetzt hier auf diesen Info-Button klickt, wie die Map von außen so aussieht, ist schon nochmal ein bisschen besser als meine. Meine sieht da sehr langweilig aus. Aber, ja. So, ich guck mal, ob ich vielleicht noch ein paar Leute eingeladen... Obwohl, das geht ja gar nicht, ne? Nee. Kann ich gar nicht. Check ich zwar nicht ganz, warum das so ist, aber wird mir nicht erlaubt. Die kamen nicht mal zweite Reihe. Okay. Einmal gucken, das werden wir heute ändern. Zur Not, wie gesagt, macht die restlichen Bots aus. Lad vielleicht nochmal irgendwie den einen oder anderen aus dem Club ein. Weiß nicht. Und können wir einfach gleich reinstarten. Genau. Daryl schon mal pick mich hier. Genau, falls ihr gerade im Stream dabei seid, am besten diese Star Power hier, diese Ausrüstung und wo ist es? Toll. Ach da. Lebensausrüstung und das Gadget. Um wenig Damage zu machen, seine Ult schnell zu bekommen, sowas alles. So, ich bin gespannt. Mal gucken, ob wir über die zweite Stage kommen. Ich sag euch ehrlich, First Try, zweite Stage. Aber hast du getestet, ob es überhaupt machbar ist, Anubis? Jo, okay, gut. Ja gut, jetzt nochmal. Ich habe nichts gesagt. First Try, zweite Stage habe ich nicht gesagt. Okay. Okay, man buggt sich durch. Interessant. Das ist einfach nur eklig. Ja. Dieses Jump-Head, einfach nur eklig. Oh mein Gott, Digga, ich raste aus. Was macht er denn? Ja, Digga, also bitte den sofort rauskicken. Macht mich... Oh mein Gott, wie kann man... Man sieht doch, dass es ein Daryl Run ist, hä? Nee, da werde ich ganz bestimmt nicht die FA nehmen. So. So, okay. Mein Gott, warum killt man dann? Gut, ist schwerer als es aussieht. Das Jump-Pad weiß ich nicht. Ist ein bisschen unnötig, würde ich sagen. Ist aber Geschmackssache, glaube ich. Muss halt erstmal aktivieren, zurück und dann durchlaufen, ne? Ja, vor allem, wenn man es mit vielen spielt, das weiß ich nicht. Spikes auf meiner Map sind auch unnötig, muss man dazu sagen. Aber ich habe die hingeplaced, weil ich keine Healpads mehr hatte für weitere Hindernisse. Der Stream bei mir läuft der eigentlich flüssig. Also, weiß nicht, sollte eigentlich nicht laggen. So.
Also, wie gesagt, der Affen-Brawler bei den World Finals, den wir gesehen haben, sah auf jeden Fall sehr... Oh mein Gott, ist das derselbe? Das ist derselbe, oder? Wieso ist der nochmal drin? Bro. Sobald der hier im Chat kommt, ne? Sollte der hier irgendwie gleich in den Chat kommen, ich werde den sofort wegbannen. Und ich werde es genießen. Warum ist derselbe wieder drin? Lol. Ach so, Anubis hat den falschen gekickt. Perfekt. Ja, nee. Darfst du, ist einfach so. Also. Sohn einer Hyäne. Richtiger Sohn einer Hyäne, muss man ehrlicherweise sagen. Okay, Luis hat den richtigen gekriegt. Richtig. Hepes will den Shrine. Okay. Gianluca, willkommen im Stream. So. Warte mal, ist er eben kurz ausgerastet und kennt's? Ich aber auch. Noah, willkommen im Stream. So. Okay. Also es ging, das erste Hindernis habe ich sogar First Try geschafft, aber dieses Jump Pad, sage ich dir ehrlich, fuckt schon anders ab. Krieg ich schon Aggressionen so ein bisschen, aber ist so. Aber weißt du denn, dass er machbar ist? Weil das wäre ja wichtig. Ja, wirklich. Ich bin auch die ganzen Runden davor tot. Okay, 1, 2, 3. Gadget. Und rein. So, jetzt nicht nochmal denselben Fehler machen. Hallo! Fettsack, geh durch! Digga, ich komme da nicht durch. Dieses Jump-Pad maximal unnötig, Anubis. So. Okay. Schade, ist jetzt keiner. Okay. Ich glaube tatsächlich, weil ich bin ja jetzt wirklich überall First Try durchgekommen, dass der unmachbar ist. Weil wenn jetzt die Zone schon hier ist, obwohl ich alles First Try geschafft habe, ne? Okay, hier habe ich jetzt reingeschissen. Aber trotzdem, dann ist es leider unmöglich, weil man auch die linke, also die Seite daneben, ne? Da kommt die Zone ja auch immer schneller. So. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube tatsächlich, dass sie nicht machbar ist, aber... Okay, das untere Hindernis hast du, glaube ich, sogar gelassen. Das mittlere Hindernis auch. Ja, ich glaube, die erste Stage, vor allem dieses Jump Pad, das nimmt sehr, sehr viel Zeit, unnötige Zeit in Anspruch, weil man da nicht durchkommt, weil das immer so ein bisschen buggy ist, wenn man eine Lücke hat. Das ist so ein kleines Problem. Ich glaube, wenn du das wegmachen würdest, wäre es sogar wirklich schwerer als meiner aktuell. Also ich weiß nicht, die ersten Hindernisse waren jetzt nicht so schwer, aber vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich jetzt so viel Daryl Run letzte Zeit gespielt habe, dass ich in Übung bin. Aber ja.
So, lol, wo ist die Lücke? Ah, hier. Perfekt, ich bin dumm. Ja. Das meine ich, siehst du? Man ist hier teilweise so stuck. Wisst ihr, was ich meine? Das raubt einem doch sehr viel Zeit. Oh, lol, da habe ich reingeschissen. Es raubt einem doch sehr... Lol, ich habe keinen Schuss getroffen. Raubt einem doch sehr viel Zeit. Ja, reingeschissen. Ja, also vor allem dieses dieses Jump-Head-Hindernis, das ist vor allem einfach das größte Problem. Toll. Ah, ist auch ein Dairy Run, glaube ich. Oder so. Ich glaube, du kannst sogar 2 Bots wegmachen. Vielleicht kommt noch wer rein. Mal gucken. War es nicht einmal beim Jump-Head? Lol. Okay. Wie gesagt, hier ist der Teamcode. Gönnt euch gerne. BB-Run. Was macht man da? Einfach BB spielen oder wie? Ich kann mich nicht erinnern, dass ich schon mal einen BB-Run gezockt habe, glaube ich. So. Okay. Okay, alle Bibi nehmen, ganz wichtig. Und mit Ult spielen, check ich nicht. Mal gucken. Wird schon irgendwie klappen, oder auch nicht. Okay, was soll man... Ah, lol, den haben wir doch neulich zusammen gezockt hier. Jetzt check ich, was du meinst. Digga. Oh Gott. Digga, hä? Was macht die jetzt? Oh mein Gott, ist er schlecht, Digga. Er ist so schlecht. Bitte, er soll sich vergraben gehen. Dieser Mr. T, bitte. Einmal vergraben gehen. Also ich nehme nur Einladungen an, wenn ihr im Stream seid, weil sonst zu viele. Wie traurig. Okay. Jetzt nochmal richtig. Leute, für solche Momente habe ich den Dislike drin.
Für solche Momente. Wenn eine Shelly gegen eine Bibi verkackt. Toll, ist offline. Ja, okay, jetzt checke ich, was du meinst, Anubis. Manchmal ist der Stream ein bisschen am Laggen. Ist aber nur kurz, glaube ich. Aber wie gesagt, OBS sagt mir die ganze Zeit, ich habe perfekten Upload. Perfekten Download, also daran kann es nicht liegen. Entweder es ist bei YouTube ein Problem, weil das hatten wir eben im Stream von den BrawlStars World Finals, da gab es das Problem auch schon, dass deren Stream gelaggt hat. Deswegen, also, ich glaube, daran könnte es halt liegen. So, einer muss noch ready machen. Wisst ihr was? Ich glaube, ich lasse die anderen mal erstmal machen. Ich warte einfach mal. So, mal gucken. Haben sie es jetzt? Ja. Oh lol. Sorry, Anubis. Checke ich nicht ganz, wo man hin muss. Toll. Oh fuck. Oder? So, wissen viele nicht. Durch diese Lücken kann man durchschlagen. Zu viele Bubbles. Die sind gleich dead. Digga, was macht der denn? Lol. Sehr nice. GG's. Auf jeden Fall ganz cool. Nice Map. Haben wir die auch durch. Sorry, Anubis, wie gesagt, für den Kill. Aber ja. So. Ich würde sagen... wir zocken nochmal, haben wir schon lange nicht mehr gemacht, ein paar normale Showdown-Maps. Einfach Solo-Showdown, ganz normal. Habe ich auch mal wieder Bock drauf. Oder ein paar 1v1s. Müsst mal reinschreiben, worauf ihr mehr Bock habt. Wenn ihr 1v1s machen wollt, geht auch. Zum Supreme einfach auf dem Discord. So. Ja, Solo. Man kennt's.
Teamcode, wie gesagt, steht oben links. So, ja, okay, ich nehme jetzt einfach mal an. Ist egal. Duo Showdown, Duo ist besser. Ja, okay. Gucken wir mal. Dunkelpassage, Duo. Ich spiele hier direkt sogar mit Anubis. Sehr nice. Dunkelpassage. Boah, sollen wir ein paar Brawler bannen? Zum Beispiel Charlie, sollen wir die bannen? Okay, Leute, lass mal so machen, dass keiner Charlie spielt, weil sonst... Was passiert eigentlich, wenn ich hier jetzt Power Match einschalte? Mal gucken. Ich nehme trotzdem zur Sicherheit mal einen normalen Brawler. Okay, ich würde noch mal ein Gadget mehr nehmen. Schaden passt auch. Wo ich ja eigentlich Speed gar nicht mal so schlecht wäre. Ich lasse es jetzt einfach mal so. Genau. 7 vs 1 gewonnen. Ja, Teamer sind meistens schlecht, Leute. Teamer sind meistens schlecht. Geht nicht in Showdown? Ja, mal gucken. Vielleicht geht's. Weiß man nicht. Also, habe ich jedenfalls noch nie getestet. So. Oh, okay, wir sehen LOL, sehr viel Cordelius. LOL, ich treffe nix. Sehr guter Starter, 4 Cubes, geht klar. Ich weiß nicht, ob Mitte keine Chests waren oder ob die schon alle gelootet sind. Okay, das ist ein Grey. Okay. Okay, mal gucken. Okay, das war lost von mir. Hätte ich besser spielen müssen. Toll. Anubis mag den Baumstamm.
Okay. Ich würde sagen, Double Brawler habe ich jetzt gar nicht bedacht, aber können wir auch einfach mal sperren. Wird sonst ein bisschen zu OP. Okay. Ja, weiß nicht, so die klassischen Maps, die man sonst immer gezockt hat, sind halt aktuell nicht drin, ne? Map etwas. Muss ich einmal kurz reinschauen. Habe ich die Spawns nicht gesetzt? Doch. Spawns sind alle gesetzt. Toll. Check ich jetzt nicht. Müsste eigentlich alles passen, oder? Ja, jetzt geht's. Weird. Okay. Hat er jetzt auf Ernst Sprout gepickt? Nach jeder Runde Team wechseln. Ist mal ein bisschen schwer. Das Team wird automatisch zusammengestellt, aber ich kann mal wechseln, wenn ihr wollt. So ein bisschen random hin und her mischen einfach. So. Okay. Ah, jetzt zocke ich mit dem Bull zusammen. Ich glaube, dann nehme ich Bo. Anubis mit Matrix. Und Jepis mit Lumix, okay. Toll. Einfach Sprout Main. Okay. Sprout Clue. Interessant. Also wenn Shelly keine Ult hat, ist Bull sogar recht stark. Aber lol. Einmal keine Chests. Gibt's ja nicht. Okay, stark. Da sind noch ein paar Chests. Okay, wichtig. 6 Cubes. Na? Lol? Was macht der? Sind auf der echten Map auch Zäune? Ich habe die nachgebaut natürlich, ne? Aber ich glaube nicht, dass auf der Map, also auf der richtigen Map auch irgendwie Zäune sind, so. Oh fuck. Digga, ist das skilllos. Er ist jetzt mal geliebt. Gar keinen Bock mehr. Könnt noch mal die Map versuchen. So wieder Teams wechseln, ne?
Wie gesagt, ich gucke nicht richtig hin. So. Müsste es eigentlich ganz gut durchgeswitcht sein. Aber mit Atomar spiele ich. Anubis mit Leon. Okay. Einer hat keinen Bock mehr. Okay. Ich denke mal, dass ich auf entspannt so eine Eve picken werde. Wenn ich die finde. Toll. Ist Eve despawned? Hier. Epis, willkommen streamen. Alles gut, Anubis. Ich warte kurz. Perfekt, der ist in der Runde. Mal gucken, ob wir das Mega-Pick noch schaffen. Boah, Thomas hier mit, ja, mutig, mit Piper. Atoma, wenn du willst, könntest du sogar Call kommen. Ich bin gerade im Discord. So, let's go. Okay. Wie gesagt, die Map hat keine Cubes. Oh. Okay, lass mal nicht fokussen. Nicht fokussen. Okay. Schade. Mit wem anders gefokust. Okay. Oh, hat er kein Gadget? So, er hat das Falsche, glaube ich. Direkt keinen Bock mehr. Okay, ich würde sagen, ich weiß nicht, ich glaube, das macht ein bisschen mehr Sinn, wenn wir ein paar 1v1s machen. Ist jetzt nochmal zum Schluss ein bisschen entspannter. Genau, was ich nochmal machen wollte, falls ihr keinen Club habt aktuell oder auf der Suche nach einem neuen seid, könnt ihr entweder, wenn ihr über 37.000 Trophäen habt, unsere Main-Club hier joinen. Oder ihr tretet dem Zweitclub bei, das geht auch. Beide IDs stehen gerade in dem Chat. Hi. Genau, hier ist der Teamcode. Anub ist einfach instant Erster. Okay, dann hau mal in den Chat, welchen Brawler du zocken willst.
Also wie gesagt, wie immer, jeder, der gewinnt, kriegt Supreme, auch du, Anubis. Ich werde dir dann gerne Admin wegnehmen. Spaß. B. Oh mein Gott. Okay. Ich denke, dass ich das Gear nehmen werde. Schild bringt bei B, glaube ich, nicht so viel. Wichtiger wäre hier, ich glaube, Leben. Ja. Ja, mal gucken. Wäre jetzt auch nicht die beste B. Ja, okay. Hat gar keinen Aim, ne? Hat los. Jetzt konzentrieren. Hab jetzt wenig Bock zu verlieren. Oh mein Gott, was? Okay. Lube shittet mich gerade so. Holy shit, er shittet mich gerade so. Oh mein Gott, das ist so. Was? Das ist maximal unangenehm. Das ist maximal unangenehm. Alter. Okay, komm. Ich habe noch eine Chance aufzuholen. Ich würde sagen, wir machen immer so Best of 3. Ah, perfekt. Anubis hat keinen Bock mehr. So. Gucken, vielleicht habe ich mit einem anderen Brawler ein bisschen mehr Skill. Holy shit, habe ich gerade reingeschissen. Ja, mein Movement. Oh. Nee, alles gut. Such du aus, Anubis. Nochmal kurz zur Umfrage. Ich beende die. Ich weiß nicht, ob ihr die Stats eigentlich seht, aber nochmal kurz zur Info. Die meisten fanden die World Finals eigentlich ganz cool. Das ging aus der Umfrage hervor. Okay, Max, interessant. So. Noch ein Gadget ist wichtig. Ich würde sogar sagen Schild. Let's go. Volks Luca, willkommen im Stream. Weiß nicht, was du meinst. Welche Nachricht? Okay. Wichtiges Gadget, wichtiger Kill. Warte, ich lese gleich Chat.
Okay. Oh, fuck. Okay. Ah, das ist ja lost. Ah, ja, okay. Digga, zweimal so reingeschissen. Ich glaube. Ich sollte erstmal. Ich sollte halt keine 1v1s machen. Das wird nur peinlich. Ja. Auf jeden Fall GG's an Anubis hier. Oh Mann. Ja, wie gesagt, kannst du selber entscheiden, ob du willst oder nicht, ist eigentlich egal. Ah, lol. Okay. Ja, ich weiß nicht, ich habe auch für die meisten Brawler jetzt nicht so die krassesten Skins, aber... Okay, warte, Atuma, ich lade dich gleich ein, aber Emanuel wollte hier nochmal ganz kurz. Der wollte mich auch nochmal kurz kleppen. So, sehe ich nicht ganz, wo er ist. Wie lange streamst du noch? Boah, halbe Stunde noch so. Mal gucken. Willst Mod bleiben? Okay. Mal gucken. Toll. Sorry, dass du die Nachricht nicht mehr schreiben konntest. Wie gesagt, ich mache gleich nochmal eine Lobby auf, dann kannst du gleich nochmal joinen. So, soll er nach einhauen, welchen Brawler er zocken möchte. Wie? Oh mein Gott. Das wird so schlimm, ne? Ja, mal gucken, jetzt habe ich eine Runde zum Warmspielen gezockt. Vielleicht bin ich jetzt drin. Ich nehme einfach mal doch Schild. So. Ich gehe jetzt diesmal nicht aggressiv rein. Okay. Ja, also ich merke, dass ich schon ein bisschen wärmer geworden bin mit B.
Ja, okay. Hat er gut gemacht. Ja, gut spiele ich immer noch nicht. Würde es nochmal gewinnen, keine Angst. So. Oh mein Gott, okay. GG's. Nee, schützen tue ich noch nicht, keine Angst. Ich glaube, das geht tatsächlich, Atomar. Genau, schreibt einfach nochmal rein, welchen Brawler. Oh mein Gott, okay, Piper. Mal gucken, was ich so mit Piper reißen werde, aber ich glaube. Warte mal, für Piper gehe ich extra nochmal. Nicht erschrecken. Ist ein bisschen laut der Sound, glaube ich. Auf einen anderen Account. Das Problem ist, hier habe ich keine 1v1-Map, glaube ich. Oh doch. Habe ich actually. Okay, hier ist der Teamcode. Gönnt euch. Beziehungsweise, ich will noch ein Game Piper mit Manu zocken. Ein Game Piper verkacken. Nee, Spaß. Sollte ich eigentlich schaffen, wenn ich mich konzentriere. Piper bin ich, glaube ich, ein bisschen besser als mit B. Perfekt, man kann nichts ändern. Ich glaube, Schild bringt der actually sehr wenig. Toll. Okay. Wie gesagt, ein 1v1 mache ich jetzt nochmal mit Manu und würde ich einfach nochmal, wie gesagt, wenn genug Leute im Stream sind, würde ich einfach nochmal irgendwas machen, wo mehr Leute mitmachen können. Ja, die Server werden auf jeden Fall Probleme haben, denke ich mal, aber mal gucken. Please. Ich check nicht, was er... Ich will auch Rang 30. Er denkt, ich kann den Rang 30 carryen, ich kann nicht mal selber Rang 30 carryen. Oh Mann. Perfekt. Toll. Also, wie gesagt, ich pushe tatsächlich selber recht wenig und dass ich dann helfe bei Pushs ist selber auch schon wirklich. Ich habe eigentlich, glaube ich, nur einmal bisher so ein bisschen im Stream geholfen, aber sonst kaum. Kannst gerne joinen, Anubis. Ich glaube, Manu ist irgendwie nicht mehr am Start. Wie gesagt, Teamcode ist oben links. Ihr könnt gerne joinen, wenn ihr wollt. Stream laggt wieder ein bisschen, glaube ich.
Wie gesagt, oben links der Teamcode einfach eingeben. Dann könnt ihr joinen. Okay, Crow hat Bock, glaube ich. Muss ja mal reinschreiben, welchen Brawler. So. Wie gesagt, falls ihr auch noch einen Club sucht, wir bauen gerade einen zweiten Club auf. Sind gerade dabei. Genau, wir bräuchten einfach noch mal ein paar Spieler. Ja, wäre auf jeden Fall ganz cool, wenn ihr beitreten könntet. Das heißt, da bin ich dann auch immer selber, wie gesagt, online. Ja. Können wir gerne machen, Atoma. Okay, Stu. Habe ich Stu auf dem Account? Ja. Okay, Schild. Schaden. Okay. Und die Map sogar ein bisschen cooler, glaube ich. Nice. Okay. Nice, ich hab ihn. Ja. Oha, er wird toxisch. Okay. GG's. Naja, der Dislike, der ist ehrenlos. Was sollen wir machen? So. Okay. Ein Brawler kann er sich nochmal aussuchen. Maisie. Ich weiß gar nicht. Ah, doch, die habe ich auch. Sogar mit Skin. Lol, wo habe ich den her? Wahrscheinlich irgendein Stardrop. Okay. Sagen Schaden und Leben. Vielleicht sogar Gadget. Okay. Mit Hypercharge hier sogar. Zeitgefühl ist da bei Atoma. Oh Mann.
Ist ein interessanter Skin. Ich weiß gar nicht, wie viel der kostet, aber... GG's. LOL? Die Ult richtig schlecht getimed. Immer auf maximaler Range halten, damit die Star Power auch Sinn macht. LOL? Warum ging das nicht? GG's. Okay. Der kostet 29 Gems. Okay, krass. Hätte ich nicht erwartet, dass der so wenig kostet. Ist eigentlich ganz cool. GG's. Trotzdem auf jeden Fall gut gespielt. Lol. Ja, schnell geliefert. Also ich würde sagen, oben links, obwohl ich glaube, ich gehe sogar wieder auf den Main Account. Okay, Jan muss auf jeden Fall noch seine Tickets usen. Mal gucken. Also vielleicht schaffen wir es noch, aber wird auf jeden Fall sehr, sehr eng. B, okay. So. Also beim ersten Club wird es wie gesagt schwer, aber beim zweiten kannst du gerne joinen. Kommen jetzt natürlich auch immer mehr rein, ist halt gerade im Aufbau. Ja. Okay, er hat dieses Start vorgenommen. So wie ich gerade mit B spiele, sollte ich die vielleicht auch nehmen, aber... Okay. GG's.
Okay. GG's. Lol, oben ist gar kein Jump-Pad, ne? Ist nur unten. Hä? Wie jetzt? Ach, die Map hat gar keine Jump-Pads. Als ob. Triggern mehr als ein großer, als ob. Ach, du bist im zweiten. Ah, du bist Crow. Ah, wer ist dann der Crow im Chat? Lol. Hyper? Ja, okay, dann gehe ich nochmal ganz kurz auf den Second Account für Hyper 1v1. So. Okay, warte mal, hier ist der Teamcode. Was? Ja, ich verstehe, was du meinst, Anubis. Ja. Mit Pushen helfen, wie gesagt, ich pushe selber kaum. Und dass ich dann noch helfe, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Ja, genau. Piper. So, dieses Gadget. Das Gear und dieses hier. Rein da. Also bei mir werden die nicht angezeigt. Ich weiß nicht. Ab und zu. LOL. LOL. Map. Kann Atoma mal kurz 2 Tore schießen und dann gehen wir nochmal in die richtige Map rein. Okay. Hau rein, Atoma. Ich würde sagen, Swan Yuan holen wir nochmal irgendwann nach. Okay. Ich würde sagen, ich weiß halt nicht, ob genug Leute da sind für 3 gegen 3 oder so. Könnte schwierig werden, glaube ich. Perfekt. Ja, wie gesagt, ich überlege, ob ich vielleicht irgendwann Push-Streams mache, so. Aber ich habe da jetzt aktuell noch nichts geplant. So. Kannst du dir aussuchen, was? So.
gucken, was er nimmt. Ich hoffe Piper. Ich bin jetzt schon zum 3. oder 4. Mal auf diesen Account gegangen, nur um Piper 1v1 zu machen. Und dann findet das irgendwie nicht statt. Ja, okay. Muss ich gar nicht switchen. Kann ich gleich so reingehen. Ja, ist normal, glaube ich, Anubis. Also, ich glaube, bei Minecraft ist es einfach so, das Game ist nie so wirklich tot. Das hat immer so wieder Hype irgendwie. Aber immer wieder random so. Nicht gleichmäßig so, sondern, weiß nicht. So ab und zu hat das Game Hype und manchmal nicht. Voll. Ich glaube, er ist AFK. Yo, Digga. Und dann sowas machen, wahrscheinlich. Anstatt einmal kurz zu spinnen und dann... Oh mein Gott. Okay. Ach lol, das ist ein Bot. Ja, wie gesagt, zum Push-Stream überlege ich nochmal. Könnte ich, wie gesagt, gerne mal machen. Aber müsste ich dann noch irgendwie ein bisschen planen. Ja. Das mache ich einfach gegen den Bot 1v1. Ist auch lustig wäre, wenn der Bot mich klappt. Ach, Digga, sage ich nichts zu. Lol. Bei jeder Bot. Lol, ich glaube, das ist kein Bot, oder? Bot macht niemals die Ult so. Ist das ein echter Spieler? Ich glaube, das... LOL? Ist das ein echter Spieler? Ja, das ist ein echter Spieler. Als ob. Der bewegt sich einfach wie ein Bot. Also, das ist nicht böse gemeint, ne? Aber... Weiß ich nicht. Lol. Das ist weird. Hä? Das war doch ein Bot. Warum ist der Bot so OP? Lol. Der Bot dodgt einfach Schüsse mit seiner Ult. Seit wann können die das? Maximal gruselig. So, jetzt Anubis hier wieder am Start. Hau mal rein. Sprout. Habe ich Sprout auf diesem Account? Ne, habe ich gar nicht. Gut. So, mal gucken. Ostpro. Ja. Der Sound, der ist richtig, der ist gut, finde ich. Der macht schön wach, ja, weil es mal einpennt, falls der Stream zu langweilig ist. So, jetzt gucke ich mal, wo ich meinen Sprout habe. Das war einer der letzten Brawler, die ich auf 700 hatte. Das ist übel schwer, finde ich, Sprout. Okay.
Crowd in Solo ist easy. Oh, finde ich gar nicht. Ah, GG's. Okay. Okay, gut. Zurück. Schön zurückhalten. So, mit der Wall ein bisschen zurückdrängen. Okay, GG's. GG's. Es geht leider nicht. Viel leid. Das muss man leider immer beim ersten Mal angeben und ja. Dang. LOL? Hä? Muss ich das verstehen? Wie? Ja, ich habe das falsche Gadget. Ja. Hab leider das falsche Gadget.
Oh mein Gott, ich habe mich doch bewegt. Okay. Der ist mythisch, by the way, der neue Brawler. Sehe ich gerade. So. Okay. Ich würde sagen, ein 1v1 machen wir noch und dann machen wir erstmal Schluss für heute. Okay. Okay. Die Ult bringt einfach gar nichts, kann das sein? Okay, das ist die Antwort darauf, glaube ich. GG's. Außer wenn man die andere Star Power genommen hat, natürlich. Ah ja, hatte er. Okay. Wollte er wegjumpen? Weiß ich nicht. GG's. Sehr nice. Also. Wie gesagt, nicer Stream auf jeden Fall. Nicht ganz zufrieden mit dem Ergebnis von den Finals hier, aber wie gesagt, nächstes Jahr gibt es halt wahrscheinlich auch noch einen BrawlStars World Cup. Da hat Crazy Raccoon dann die nächste Chance. Also ich würde sagen, ihr gönnt euch nochmal den letzten Song und wir sehen uns einfach nächstes Wochenende nochmal wieder. Ich werde wahrscheinlich, ich muss mal gucken, wahrscheinlich entweder nächste Woche oder übernächste Woche nochmal einen Short hochladen, aber aktuell ist das wie gesagt recht schwierig mit den Shorts. Deswegen muss ich nochmal gucken, ob das so hinhaut. Aber ja, mal gucken. Also fürs Erste jetzt erstmal haut rein und bis nächstes Wochenende.